Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Fleig und es freut mich, Sie im Namen des E-Learning-Journals zu unserem heutigen Webinar begrüßen zu dürfen. Heute geht es um das Thema internationales Lernen bei der Amann Group. Das heißt, wir werden heute einen Praxisfall haben. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was unsere beiden Kollegen hier, Timo und Rosan, berichten werden aus der Praxis, wie das Ganze bei Ihnen funktioniert. Und wir werden wieder so ungefähr 50 Minuten, 45, 50 Minuten Input haben. Und wie immer dann so die letzten 10, 15 Minuten dann für eure Fragen. Also sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, wenn ihr dann über den Chat oder über diese F&A-Funktion uns dann während dem Input Fragen gebt, Kommentare gibt, dass das Ganze auch ein kleines bisschen interaktiver wird. Außerdem noch kurz die Info vorweg. Wir werden natürlich wie immer das heutige Webinar aufzeichnen. Das heißt, ihr werdet dann eine Follow-up-E-Mail bekommen mit der Aufzeichnung. Das heißt, keine Sorge, ihr müsst nicht mitschreiben, ihr müsst keine Screenshots machen, ihr kriegt das im Nachgang alles nochmal zur Verfügung gestellt. Das war es eigentlich schon von meiner Seite. Ich gebe einmal ab an dich, Timo, und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was du uns heute berichten wirst. Herzlichen Dank, Matthias. Einen wunderschönen guten Morgen an alle aus der Schweiz. Mein Name ist Timo Hennecke und ich bin hier zusammen mit meinem Teamkollegen Ozan Fidan von der Ammann Group live aus Langenthal in der Schweiz. Was wir euch heute mitgebracht haben, ist ein klassisches Einführungsbeispiel, wie es bei der Ammann Group um das Thema Training steht, wie die Trainingsakademie aufgebaut wurde und wie wir uns momentan mit diversen Herausforderungen abgeben. Und alles ist natürlich jetzt hier berücksichtigt auf das Beispiel Schwerindustrie, die natürlich einen eigenen Pulsschlag hat als eine Branche mit sehr, sehr eigenen Spielregeln. Und wir haben das Ganze statt einer klassischen Präsentation mit PowerPoint, mit einem Präsentationstool gestaltet, das normalerweise als E-Learning-Plattform der Firma IMC Express verwendet wird. Das heißt, das Ganze ist so ein bisschen E-Learning-mäßig gestaltet und wird dann aber von mir moderiert. Es gibt also weder Sound noch Video. Und ich würde vorschlagen, wir fangen doch mal direkt an. Das heißt, was wir heute besprechen werden zusammen, ist natürlich eher so ein roter Faden. Das heißt, wir werden auch flexibel vielleicht von einer Anekdote zur anderen springen und vielleicht ergibt sich durch den Chat ja auch irgendetwas, was unmittelbar beantwortet werden kann. Dabei werden der Osan und ich uns gleich nachher nochmal kurz direkt vorstellen und wir machen ein ganz, ganz kleines Intro zum Thema, was macht die Ammann Group überhaupt, dass man das im Kontext besser versteht. Das heißt hier, ihr seht das so, wie das bei einer IMC-Oberfläche aussieht. Es gibt hier diese Hotspot-Funktion, die man für Intros, für Agendas benutzen kann. Wir werden uns gleich also, wie gesagt, einmal ganz kurz vorstellen. Auch die abwesenden Kollegen, ganz kurz, die heute nicht dabei sind. Was Ammann überhaupt macht. Wir sind zwar Marktführer in unserer Branche, aber trotzdem hat es vielleicht nicht wirklich jeder auf dem Schirm, wie das Produkteportfolio aussieht, mit was wir uns beschäftigen. Und das ergibt natürlich dann automatisch auch einen Einblick, was sind spezielle Herausforderungen an unsere Trainingsumgebung. Und damit sind wir auch schon bei der Trainingsmission und auch bei der Vision bei Ammann. Also wir sind wie viele andere Unternehmen auch nicht von heute auf morgen zu dem Schluss gekommen, dass wir uns mal mit Training beschäftigen sollten, sondern organisch da reingewachsen mit natürlichen Herausforderungen, Doppelfunktionen, die es da zu besetzen gibt, mit der Frage, was wir überhaupt brauchen. Ich werde mich ganz kurz aufhalten mit dem Thema Why, weil auch alle unsere Trainingsinhalte, wie der Osan das nachher erklären wird, immer erst mit einem Why anfangen, bevor wir unseren Teilnehmern eine Agenda präsentieren. Wir werden kurz über unsere Hauptzielgruppen sprechen. Das heißt, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Trainingskonzepte bei uns, je nachdem, für wen die letztendlich maßgeschneidert sind. Dann der spannendste Teil, das Sahnehäubchen, denke ich mal, ist der Aufbau einer internen und auch nachhaltigen Trainingsstruktur, vor allem gerade dann, wenn man fast von Null anfängt. Das heißt, es gibt ein organisches Gewächs, das mit dem Unternehmen eine gewisse Größe erreicht hat und dann strukturell sicherlich stärker an aktuelle Bedürfnisse angepasst werden muss. Ich werde einen ganz kleinen Exkurs machen über ein Sonderthema, die sogenannten Bootcamps, die für Ammann sehr, sehr speziell sind. Kurz vorweg, da handelt es sich um recht aufwendige, mehrtägige Präsenztrainings zur Ausbildung unserer Servicetechniker. Und dann werden wir sicherlich streifend durch alle Themen immer wieder auf das Thema Herausforderungen kommen. Zum Schluss ein kleiner Blick in die Zukunft und dann nochmal aktuelle Projekte, Roadmap, wo wir da gerade stehen. Und wenn es Fragen gibt, die unmittelbar beantwortet werden sollen, es gibt den Chat, bitte schreibt das dann doch direkt rein. Das heißt, erstmal zum Team. Hier seht ihr die Asphalt Rock'n'Roll Crew. Das sind wir selber, eine sehr, sehr kleine Gruppe.
Für eine Firma von fast 4.000 Mitarbeitern ist das nicht so wahnsinnig viel. Wir haben es inzwischen auch so gemacht, dass wir von uns selber so Labels erstellt haben, damit auch im Korridor Gespräche entstehen, wenn man automatisch sieht, wer hat ein gewisses Training erstellt, dass man direkt unmittelbare Feedbacks bekommt. Das Ganze bekommt ein Gesicht. Das heißt, ganz kurz hier mal von links nach rechts, da ist der Osan, der heute nachher auch noch das Spezialthema E-Learnings mit uns durchgehen wird. Abwesenhafterweise der Daniel, der schon seit 25 Jahren bei der Ammann Group ist und ich als relativer Newcomer dazu, plus unser Maskottchen, der Tumi, über den wir auch noch was lernen werden. Dem begegnet man auch in mehreren E-Learnings so als gute Seele des Trainings und natürlich auch zum Auflockern ein bisschen. Das heißt, als Steckbrief, ich fange mal ganz kurz mit mir an, Baujahr 71, bin noch 54 Jahre jung, komme ursprünglich aus der Grafik, bin also eigentlich ein durchschnittlicher Grafiker, der dann eigentlich durch andere Funktionen, durch Zufall in das Thema Training reingerutscht ist. Und da ich von ausgehe, dass wir heute ein L&D-Publikum haben, werden viele vielleicht auch bestätigen können, dass man selten plant, ins Training zu gehen. Ich habe festgestellt, das Training findet jemanden und nicht umgekehrt. Das heißt, man rutscht da irgendwo rein, macht daraus eine berufliche Hauptfunktion, lernt es lieben und schon gibt es keinen Weg mehr zurück. Das heißt, privat, ich bin verheiratet in der Schweiz, habe 3 erwachsene Kinder und einen Hund, der wird immer im gleichen Atemzug genannt. Das ist das 4. Kind. Und das Thema Hobbys werde ich nachher noch so ein bisschen ausführen. Dazu habe ich euch noch eine kleine Collage gebaut. Interessant ist vielleicht noch ganz kurz, was habe ich beruflich gemacht? Also ich denke mal, es ist nicht übertrieben, mich selber als Learning-Veteran zu bezeichnen seit 28 Jahren. Das fing in der Bundeswehr an als Ausbilder und ging über Tutor in der Uni, in verschiedenen internationalen Unternehmen. Ich habe eine persönliche Leidenschaft für Leadership und auch Teamcoaching. Innerhalb der Schweiz habe ich angefangen bei einem Ferienwohnrechtsunternehmer, das war die Happymac. Dann kam ein sehr internationales Umfeld mit der Nyos Group. Das war damals der Weltmarktführer für Tax-Free-Shops am Flughafen. Die Fossil Group, die ich immer noch ein Stück weit bei mir trage, das Uhrengewerbe. Dann eine kurze Auszeit bei der Deloitte und seit dem Oktober 24 jetzt hier bei Ammann. Und die Spezialgebiete drehen sich eigentlich wirklich um das, was wir heute besprechen, so der Aufbau von Konzern- und Akademiestrukturen, auch vielfach wirklich from scratch, also wirklich von null. Digitales Learning als persönliche Leidenschaft und Führungsprogramme, individuelles Führungscoaching und alles, was mit Leadership zu tun hat. Ja, und warum tue ich mir das an? Also wenn ich mit meinen Kindern am Tisch sitze, die auch schon erwachsen sind, voll geschwitzt und schwarz vor Öl, die kommt alle aus handwerklichen Berufen und dann der Ball zu mir kommt und man fragt, ja, Papa, was machst du so den ganzen Tag? Und ich ihnen erzähle, ich bin im Learning Development, da kommt dann erstmal nichts. Und wenn ich es dann vergleiche, vielleicht kann das der eine oder andere in der Runde auch bestätigen, ich vergleiche unseren Beruf immer sehr, sehr gerne mit einem großen Reinigungskommando. Wenn man fertig ist mit Wischen, dann fängt man eben wieder von vorne an. Das heißt, man ist nie fertig, es gibt sehr viel Überraschung. Und darum kann ich mir keinen schöneren Beruf vorstellen, wenn ich abends nach Hause gehe und weiß, es ist mir auf irgendeine Art und Weise gelungen, Menschen voranzubringen, ihren Arbeitsalltag leichter, einfacher und besser zu machen, mich gleichzeitig dabei weiterzuentwickeln, nicht stehen zu bleiben und ja, ständig offen zu bleiben, vom Leben überrascht zu werden. Das, denke ich mal, bringt es ganz gut auf den Punkt. Ja, und hier einfach nur so als privater Insider. Ich werde jetzt sicher nicht auf jedes Bild eingehen. Also man sieht, mein privates Leben dreht sich um Oldtimer, um Autos, alles, was mit Benzin zu tun hat. Gitarren sind dabei, der Hund steht im Vordergrund, die Familie. Und von daher könnte der Tag gerne 48 Stunden haben. Und damit übergebe ich mal an den Osan. Oder ganz kurz noch, wir haben noch ein Motto zusammengestellt. Das findet man auch, wenn man mich auf LinkedIn besucht. Und ich nehme mal hier das englische Originalzitat und lese es mal so vor, wie es ist. Life is the biggest adventure. Make your work a part of your best time. Und von daher geht das bei mir auch fließend ineinander über. Die besten Ideen bekomme, wenn ich auf irgendeiner Bergwanderung bin oder auf dem Segelboot. Und umgekehrt erlaube ich mir dann aber auch die eine oder andere gedankliche Auszeit, wenn ich dann mal am Schreibtisch sitze. Aber das geht wahrscheinlich vielen in der Runde so. Und damit übergebe ich kurz an den Osan, dass wir alle wissen, mit wem wir es heute zu tun haben. Ja, danke Timo und auch einen guten Morgen von meiner Seite aus. Mein Name ist Osan Fidan. Ich bin 26 Jahre jung, etwas jünger noch. Seit 2021 bei Ammann. Ich schon seit etwas über 4 Jahren.
Habe da meine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Anschließend war ich im Projekteinkauf und in der Personalabteilung eingesetzt und schlussendlich jetzt im Educational Team von Timo Hennecke. Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht, bis ich das Richtige so für mich gefunden habe, aber seit dem 01.01.2026 kann ich felsenfest sagen, jo, das ist genau das, was ich mir erhofft habe und mir macht das momentan super viel Spaß und bin mit der Entscheidung auch super glücklich. Genau. Hobbytechnisch bin ich viel am Reisen. Ich interessiere mich für Finanzen und für die Wirtschaft sehr viel. Ich besuche die ein oder anderen Events mit Freunden und bin ein absoluter KI- und AI-Liebhaber, was mich für diese Abteilung auch unter anderem ja sehr zeichnet. Genau, was motiviert mich im Arbeitsalltag? Ich habe das Thema AI und KI gerade schon erwähnt. Also dadurch, dass ich in dieser Rolle auch viel mit KI und AI arbeiten kann und schlussendlich dann auch das Wissen einsetzen kann für andere Mitarbeiter, für andere Mitarbeitende und vor allem auch Wissenstransfer ja, kontinuierlich weiterzugeben, finde ich das super klasse. Was mich durchaus auszeichnet, ist meine Empathie, die ich auch vor allem für internationale Mitarbeiter habe. Plus diese Kombination mit der kreativen Denkweise kann ich das super kombinieren und ich finde das super toll. Genau, warum kann ich keinen schöneren Beruf vorstellen? Dadurch, dass ich jeden Tag wirklich kreatives Denken habe und meinen Arbeitsalltag mehr oder weniger so gestalten kann, wie ich es möchte, ohne dass mir irgendwer sagt, ja, nee, mach das doch mal lieber anders, mach das doch mal lieber so. Das habe ich nicht und das gefällt mir super. Und in dem Fall kann ich auch ja, quasi meine eigene Arbeitswelt so ein bisschen erschaffen. Genau, ein kleiner Ausblick oder Einblick in meine private Zeit, ganz kurz, ich werde auch nicht auf jedes einzelne Bild eingehen. Ich besuche die Schweiz auch sehr gerne. Umso besser, dass ich jetzt auch dort arbeite, beziehungsweise für das Team dort arbeite. Ich kann, wenn ich mal dort bin, auch mal eine Woche Urlaub dranhängen und die Schweiz ein bisschen erforschen. Und ja, reise gerne und besuche auch viele verschiedene Events mit Freunden und Familie. Vielleicht zum Verständnis für die Zuschauer. Ich selber sitze physisch in der Schweiz, Osan in Deutschland. Wir sind also eigentlich nur virtuell verbunden und dadurch müssen wir natürlich auch entsprechend funktionieren, dass jeder selbstständig genug arbeiten kann in seinem Bereich. Und wir sehen uns pro Jahr, da wir ja erst seit Januar zusammenarbeiten, wir wissen es noch nicht genau, aber wir versuchen zumindest vierteljährlich, dass wir mindestens einmal ein physisches Meeting haben. Richtig, genau. Ja, ich habe auch ein Motto mitgebracht. Mein Lebensmotto lautet, man muss das Rad nicht neu erfinden, es reicht, gute Ideen zu verbinden und etwas Besonderes oder Besseres daraus zu machen. Und ich habe gemerkt, also auch gerade, wenn ich meinen Hobbys nachgehe, sowohl Wirtschaft als auch Finanzen, dass dieses Motto immer 1A ja, für mich passt. Das ist eigentlich Gut, der perfekte Übergang, Osan. Vielen herzlichen Dank für die Situation, genau. in der wir jetzt sind. Ammann ist eine Firma mit einer sehr, sehr langen Traditionsgeschichte. Im Bereich Training hat es irgendwo schon immer mal gegeben von kompetenten Leuten, die Wissen weitergegeben haben. Das heißt, was der Osan hier schreibt, das Rad muss nicht neu erfinden werden. Haben wir fast alles irgendwo stehen. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Wissen festgehalten. Wir haben aber festgestellt, dass wir einen zentralen Anlaufpunkt brauchen, um Wissen zu vermitteln, um Wissen dann auch speditiv und nachhaltig zu transportieren. Da werde ich dann nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Und von daher ist dieses interne Recycling ein sehr, sehr wichtiges Thema, um überhaupt effizient nicht immer wieder bei Null anfangen zu müssen. Jetzt vielleicht ganz kurz die Ammann Group. Was machen wir überhaupt? Das heißt, Ammann ist eigentlich ein sehr, sehr guter Beispielvertreter für das, was wir die Schwerindustrie nennen. Das heißt, wir haben wirklich diesen berühmten Pulsschlag aus Asphalt, Flammen und Stahl. Und die Schwerindustrie hat natürlich auch ihre eigenen Regeln ein Stück weit. Das heißt, sie ist sehr, sehr direkt, sie ist unmittelbar. Ich versuche immer zu vermeiden, das Wort traditionell zu benutzen, weil auch in der Schwerindustrie kann es durchaus sehr innovativ zugehen durch den schnellen Pulsschlag, den wir haben. Aber dadurch, dass es sehr, sehr direkt ist, will natürlich auch der durchschnittliche Lerner in der Schwerindustrie direkte Antworten auf direkte Wissensfragen haben.
Das heißt, anders als ich es in diversen Corporate-Umgebungen gelernt habe in meiner Vergangenheit, ich komme hier nicht sonderlich weit mit Johari-Fenstern und Prinzipien, wie ich bin okay, du bist okay, sondern es ist wirklich ein direktes Problem, auf das es eine unmittelbare Lösung braucht. Von daher sehr, sehr kurze Vermittlungswege, direktive Wege und auch sehr, sehr schnelle Wechsel, weil es natürlich auch immer zu Innovationen kommt und auch zu Anpassungen, auf die wir dann entsprechend schnell reagieren müssen. Vielleicht ganz kurz zu der Ammann. Nur, dass ihr mal gehört habt, was wir überhaupt machen. Ich habe hier mal so die Ammann-Welt abgebildet, auch so mit dem Produkteportfolio. Also es dreht sich alles ganz, ganz stark um das Thema Straßenbau und was man dafür braucht. Die Firma selber, wenn wir es jetzt mal aufrunden, hat weltweit knapp 4.000 Mitarbeiter, also komplett international, was auch eine wichtige Anforderung für unsere Arbeit darstellt. Ein altes Traditionsunternehmen in der Schweiz, gegründet 1869 und interessanterweise seit der 6. Generation in Familienbesitz. Das ist natürlich für politische Entscheidungen ein absolut wichtiges Kriterium. Und nur das mal als Zahl, man sich so die Dimension vorstellen kann. Es gibt Sales- und Service-Standorte in über 100 Ländern. Und der Ozan und ich, wir verkörpern einen Teil oder eine Teilgruppe, eine Division aus der Ammann, und das ist die sogenannte Division Plans. Das sind die Asphalt-Mischanlagen, sicherlich schon mal gesehen am Rande von einer Autobahn. Das sind diese riesengroßen Landmonster, also wirklich kunstvollste Installationen, in denen es herrlich nach Bitumen riecht. Und das ist natürlich unsere Welt. Und die Leute, die diese Anlagen letztendlich betreiben und warten, sind unsere Hauptzielgruppe. Und für die ist auch, um mal auf das Why zu kommen, warum es überhaupt Training bei Ammann braucht, das Hauptportfolio ausgerichtet. Und hier sieht man sie. Also die Servicetechniker sind das Portfolio, mit dem eigentlich alles begann. Es gibt inzwischen Trainings auch für andere Zielgruppen, aber es gibt konkrete Gründe, warum wir mit den Servicetechnikern begonnen haben. Das heißt, die meisten Trainingsinhalte sind wirklich fokussiert auf die Servicetechniker, weil der Need hier momentan am allergrößten ist. Ich will nicht sagen, dass die Gruppe vernachlässigt wurde, aber es gab einen sehr, sehr, wie soll ich sagen, traditionellen Onboarding-Weg, dass ein Servicetechniker meistens mit einem erfahrenen Mitarbeiter mitgelaufen ist. Das heißt, es gibt dadurch doppelte Spesen, doppelte Belastungen, die Planung wird schwierig. Und da haben wir versucht, ein bisschen unter die Arme zu greifen, indem wir natürlich da das Onboarding unterstützen und auch für erfahrene Servicetechniker sowas wie eine Wissensgrundlage bieten. Was da noch spannend ist, sie sind in jedem Standort der Division Plans unterwegs und der Pulsschlag, der davor herrscht, der ist auch sehr praxisnah und kompakt. Das heißt, man hat wenig Zeit, die Arbeit zu unterbrechen, sich mit Trainings, Slots zu beschäftigen, und es muss von da aus sehr unmittelbar verabreicht werden, warum wir uns letztendlich auch für IMC Express entschieden haben. Man sieht hier oben die Icons. Ich kann alles, was ich jetzt hier auf Bildschirmformat zeige, könnte ich auf Preview in einem Mobile-Format könnte ich zeigen. Sie können unser Wissen also die ganze Zeit kompakt mitnehmen, bis auf die Anlage, um dort auch etwas zu klären. Was auch ebenfalls wichtig ist, dadurch, dass es international ist, wir haben unsere Trainings in insgesamt 9 Sprachen übersetzt. Das sind die wichtigsten Divisionssprachen. Für andere Zielgruppen können dann auch zusätzliche Sprachen dazukommen, weil ja beispielsweise Sales und Projektmanagement dann auch noch in weiteren Operationen unterwegs sind. Was wir versuchen damit, ist ein Stück weit auch diese Zielgruppe, die eine teilweise sehr, sehr schwere Aufgabe hat, hervorzuheben, Berufsstolz zu kreieren. Das ist auch, warum wir das so als unser Ammann Top Gun hier hervorgehoben haben. Und wir wirklich bezeichnen unsere Servicetechniker als unsere Speerspitze. Und da es ja ein klassischer Dienstleister ist, also eigentlich eine Service-Zielgruppe, kann man sie ein Stück weit vergleichen mit dem, was einer IT widerfährt. Also eine IT fällt ja in der Regel auch nur auf, wenn etwas schief läuft. Und das ist bei unseren Servicetechnikern ähnlich. Ja, das heißt, niemand kommt und sagt, danke, dass mein Computer heute läuft. Und das ist bei unseren Servicetechnikern ebenfalls so. Die Kavallerie wird mit gezückten Säbel gerufen, wenn irgendwo etwas schief läuft oder wenn was montiert werden muss. Und von daher haben wir eigentlich versucht, unseren Beitrag zu leisten, um diese eher verdeckte Zielgruppe wirklich auch so zu schulen und zu trainieren, dass sie auch so ein bisschen aus diesem Schatten rauskommt. Das heißt, hier mal hier aufzuführen, welche Berufsgruppen da eigentlich noch so vereint werden, könnte man das in anderen Berufsgruppen, die jetzt hier vielleicht vertreten sind, genauso auf den Einzelhandel übertragen. Der Verkauf ist zum Beispiel sehr, sehr ähnlich. Unsere Servicetechniker können
Psychologen oder Betreuer sein, ein Kunde, der vielleicht schwierig ist, ungeduldig oder traditionsgemäß, oder es ist vielleicht öfter schon etwas schiefgelaufen und ein Kunde ist vorbelastet. Sie müssen Produkte-Experten sein. Das heißt, auch wenn es keine Sales-Leute sind, der Kunde sieht das Ammann-Schild, ist ein Vertreter des Unternehmens und er macht keinen Unterschied, ob es jetzt ein Techniker ist oder ein Sales-Experte. Sie müssen Entscheidungen treffen. Es gibt ein schwaches Netz, es ist kein Chef da, der einem eine Antwort geben kann. Das heißt, ich entscheide mich jetzt für A oder B. Fachexperten, ihre eigenen Zeitmanager, weil die Uhr ja laufend tickt. Es sind Markenbotschafter und so weiter und so weiter. Und darum jetzt vielleicht auch mal so eine ganz kleine Hommage an die Arbeit, dass man auch vielleicht ein bisschen besser versteht, was ist der Alltag eines Servicetechnikers, was belastet solche Leute, was sind die Sorgen, mit denen solche Leute aufstehen und im schlimmsten Fall sogar auch einschlafen. Das heißt, für uns sind die Servicetechniker das Aushängeschild, also der erste und letzte Eindruck beim Kunden, das erste Gesicht und auch das letzte. Und dieses Bild, ihr seht, das sind alles so mit KI erstellte Illustrationen natürlich, aber wir haben versucht, möglichst nah ranzukommen und soweit ist das auch nicht von der Realität weg. Das heißt, unsere Servicetechniker bringen den Job zu Ende. Sie haben auch keine andere Wahl. Immer. Und egal, ob draußen Gewitter herrscht, egal bei welchen Temperaturen, die stehen auf dem 40 Meter hohen Turm und machen den Job. Dieses Bild recht deutlich, das können auch bei schwierigen Aufgaben passieren und an guten wie an schlechten Tagen, weil all diese Leute haben ein Privatleben, haben ihre Ups und haben ihre Downs. Und darum möchten wir mit den Trainings auch neben der eigentlichen Wissensvermittlung ein Stück weit was zurückgeben. Das heißt, wir möchten dazu beitragen, diesen sehr, sehr wichtigen Schlüsselkollegen den Alltag einfacher und besser zu machen, um letztendlich auch zu vermeiden, dass die eine oder andere Schwierigkeit vermieden werden kann. Das Trainingsportfolio, was dazu erstellt wurde von unserer Seite, das ist relativ komplex und ich würde euch das jetzt gerne mal zeigen mit dem ein oder anderen Comment, wie es auch historisch entstanden ist. Ich hoffe jetzt, dass die vielen, vielen Waben mit all den Beschriftungen, dass ihr das gut sehen könnt, sonst vielleicht den Screen ein bisschen größer zoomen. Was ihr hier seht, ist das sogenannte FSI, das ist die Field Service Excellence Learning Journey. Wir haben mittlerweile 4 verschiedene, aber das ist so die Urmutter aller Trainingsprogramme, die es bei Ammann eigentlich gab, sprich für unsere Servicetechniker. Man muss vielleicht so anfangen, dass ich ganz kurz auf diesen gestreiften Pfeil eingehe in der Mitte, der eine ungefähre Einschätzung der Lerndauer darstellen möchte. Und da haben wir unendlich viel Diskussionen gehabt intern. Ob das jetzt letztendlich bis 5 Jahre geht, ob das möglicherweise bis 7 Jahre geht. Wir sind uns auf jeden Fall einig, dass der sogenannte Basic Level, dieser dunkle Block, dass der innerhalb von einem Jahr abgeschlossen sein sollte. Und wenn man jetzt mal ganz kurz auf die Nomenklatur und die Farbgebung eingeht, sieht man, dass alles, was hier einen weißen Rand hat, generische Trainings sind, weil wir bei den Servicetechnikern noch 3 verschiedene Typen haben, nämlich gelb die Elektriker, rot, das sind die Brennermonteure und blau, also Petrolfarben, das sind unsere Mechaniker. Und man sieht, mit zunehmendem Zeitstrahl geht auch eine stärkere Spezialisierung einher, weil später nicht mehr alle das gleiche Training brauchen. Am Anfang ist es recht generisch. Und auch die Module sind nach unzähligen Interviews mit Praktikern, mit Servicetechnikern, Abteilungsleitern so aufgebaut, dass sie eben halt modular wie eine Zahnradmaschine ineinander greifen. Das heißt, wir fangen beispielsweise erst einmal damit an, das erste Training hier nennt sich Navigating the Ammann Learning Center, weil wir ja eine LMS-Plattform eingeführt haben. Wie bediene ich überhaupt diese Trainingsplattform? Wo finde ich meine Trainings? Wie schließe ich ein Training ab? Wie kann ich feststellen, welche Trainings obligatorisch sind und so weiter. Customer Awareness, ein sehr wichtiges Modul. Wie gehe ich überhaupt mit einem Kunden um? Und so etwas ist uns erstmal ein wichtigerer Grundstein, bevor wir mit hochtechnisierten Spezialtrainings anfangen, die dann aber auch später kommen. Und man sieht jetzt auch hier anhand der Zeichengebung, dieses kleine Filmsymbol steht für Self-Study, das heißt, überall, wo das drin ist, haben wir es mit einem E-Learning zu tun. Später kommt dann eher so ein Blended Approach dazu, das heißt, es können gemischte Konzepte sein, dass es dann tatsächlich auch ein Classroom-Training sein kann, dass es ein Practice-Training ist, das ist dieses Werkzeugsymbol, da ist man zum Beispiel an einem Produktionsstandort oder unterwegs mit einem Buddy, ein Onboarding-Buddy, der einem etwas zeigt. Das heißt, am Anfang ist die Idee eigentlich schon möglichst viel Self-Study als Grundlage
Und später wird das Ganze verfeinert und gefestigt. Und hier sieht man jetzt auch diese 3 Bootcamps, über die ich nachher nochmal sprechen werde. Das sind die großen Einzelveranstaltungen. Und das Ganze aufzustellen, da ging schon Zeit ins Land. Aber das Modell ist inzwischen so weit stabil, dass es als Grundlage auch dient für andere Programme. Das heißt, wir haben den gleichen Aufbau, auch mit diesen 3 Leveln, Basic, Advanced und Expert, für unsere Sales-Teams. Das ist dann das SFI, nennt sich Salesforce Excellence, und für unsere Projektmanager. Genau genommen gibt es dann eigentlich noch ein 4. dazu. Das ist das All Employees Excellence, AEE. Das ist dann primär fürs Backoffice und für sehr generische Trainingsinhalte, die da verabreicht werden. Um kurz auf die Bootcamps zu kommen. Es gibt natürlich einen gewissen Praxislevel, da reichen E-Learnings alleine nicht mehr aus. E-Learnings können selber eine hervorragende, entlastende Vorbereitung sein, aber nichts hinterlässt so viele Eindrücke und löst so viele Fragen wie der direkte Kontakt mit Experten. Da kommen die Bootcamps ins Spiel. Und die Bootcamps sind inzwischen zu unserer Flaggschiff-Veranstaltung geworden. Sie sind entsprechend aufwendig. Und ich würde euch hier ganz kurz mal erklären, was denn da so passiert. Dieses Bild drückt schon sehr, sehr viel aus. Also da steht ein Trainer mit einem bereits erfahrenen Techniker in einer Filtersektion einer Mischersektion von einer Anlage. Und wie ich es gerade schon mal angedeutet habe, ist es mehrtägig, geht also ungefähr eine Woche. Es werden Teilnehmer aus den verschiedensten Ländern eingeflogen. Und in der Regel sind wir an Produktionsorten, weil wir dort auch sehr viel Technisches zeigen können. Und dann gibt es logischerweise 3 verschiedene: Elektriker-Bootcamps, Mechaniker und für Brennermonteure. Pro Bootcamp können es bis zu 20 bis 30 internationale Servicetechniker eingeladen werden, weil wir natürlich auch nicht so oft so viele benötigte Trainer zusammenbekommen. Das ist logistisch ein gewaltiger Aufwand. Man braucht Hotels, man macht Reisevermittlung und so weiter. Und muss natürlich die Themen auch entsprechend abstimmen, dass vom Wissenslevel möglichst viele auch was davon haben. Die Teilnehmer werden bei uns nominiert. Es ist nicht so, ich gehe mal eben zu einem Bootcamp. Das heißt, man muss einen gewissen Erfahrungslevel haben, dass es dann vom Return on Investment auch wirklich genug hängen bleibt, um zu vermeiden, dass Teilnehmer unter- oder überfordert werden. Also es ist gewissermaßen auch ein Privileg. Und die Bootcamps haben inzwischen so ein Standing, dass es auch wirklich auf Korridoren diskutiert wird. Und unsere Absicht ist wirklich, dass unsere Teilnehmer heiß werden, dahin zu kommen, wenn ich den Ausdruck mal benutzen darf. Also Bootcamps sind wirklich was ganz Spezielles. Auch die Leute, die ich dort treffe, das sind Verbindungen für ein Arbeitsleben. Das heißt, ich habe automatisch mit dem Namen ein Gesicht. Wir haben Themen ausgetauscht. Wir sind zusammen durch Probleme durch. Das ist also wirklich sehr, sehr wertvoll. Das Ganze folgt einem Train-the-Trainer-Konzept, eben dadurch, dass wir so ein Trainervakuum haben. Das heißt, Trainer sind in vielen, vielen Berufszweigen Mangelware. Meistens ist es eine Doppelfunktion von Leuten, die irgendwo noch praktisch zu tun haben. Werden die Leute, die dort ausgebildet werden, in der Wartung wieder in ihre Operationen geschickt, das gelernte Wissen dort weiter zu vermitteln auf einer entsprechenden Basisstufe. Und ebenfalls ganz wichtig ist der gemeinsame Austausch, ist auch das Erlebnis. Sehr viel passiert zwischen den Zeilen bei Diskussionen, dass auch eine Lösung nicht auf einem Silbertablett präsentiert wird, sondern man gibt eine offene Aufgabenstellung. Es wird erst diskutiert, wie macht das der Kollege aus China, wie macht das der Kollege in Brasilien. Und dass man dadurch auch tatsächlich merkt, viele Probleme sind Internationalität hin oder her gar nicht so unterschiedlich, dass man oft sehr, sehr ähnliche Baustellen hat. Das heißt, sie erreichen ihre Lernziele zusammen. Und das ist als Trainer sehr, sehr schön zu beobachten, wenn das gelingt. Hier vielleicht ganz kurz einmal eine Grafik, die eigentlich das Funktionieren eines Bootcamps sehr, sehr gut darstellt. Das heißt, wenn wir jetzt mal die Lernsteigerungsprozesse im menschlichen Gehirn anschauen und wie viel letztendlich hängen bleibt. Klar könnten wir es einfach machen und einfach ein PDF in die ganze Welt schicken. Die Erfahrung ist aber, dass da wirklich maximal 10% des Inhaltes wirklich bleiben und dann auch angewendet werden. Warum sind heutzutage Podcasts so erfolgreich? Weil durch das Hören, indem mir jemand anders mir etwas vorliest, was ich eigentlich auch selber machen könnte, gibt es bereits eine Steigerung von 100%. Das heißt, es bleiben 20% hängen. Wenn ich dabei noch beobachten kann, sehr viele Menschen denken und assoziieren visuell. Ich könnte euch jetzt so die Anleitung geben, never think about the pink elephant. Peng, und schon ist er da. Das heißt, wenn ich beobachte, lerne ich ebenfalls. Ganz spannend wird es dann bei der Kombination von Sehen und Hören, darum auch Erfolg von E-Learnings, von Videos, Tutorials auf YouTube und so weiter.
Aber jetzt kommt eigentlich die Power von den Bootcamps, wo diskutiert wird, wo ich ausprobiere, mir die Finger verbrenne. Manche Sachen funktionieren nicht, wo ich dann auf fast 80% komme. Und durch den Train-the-Trainer-Approach, durch das Weitergeben an andere, mein Wissen immer wieder rekapituliere, mein Wissen immer wieder feintune, verbessere und anpasse. Das ist also ein Prozess, wo es eigentlich auf, Entschuldigung, das hier hinausläuft, das Anwenden von kollektiver Intelligenz, weil die Teilnehmer, die ja so ein Bootcamp kommen oder jede andere Präsenzveranstaltung, kommen ja nicht komplett wissenslos. Und dadurch lernen selbst die Trainer dazu. Und vielleicht noch ganz kurz ein paar generelle Punkte zu den Bootcamps, warum wir sie praktizieren, obwohl sie sehr aufwendig sind, obwohl sie extrem teuer sind. Es ist wirklich die effizienteste Methode, die wir überhaupt aufbieten können, um realitätsnah zu trainieren. Wie läuft es auf einer Anlage ab? Was kann schiefgehen? Weil es ist manchmal atemberaubend, was für fantastische Tricks, Tipps und Lösungen Techniker von sich aus mitbringen. Gleichzeitig ist es eine Anerkennung, dass wir auch da unseren Leuten Berufsstolz vermitteln und dass es nicht selbstverständlich ist, was sie den ganzen Tag tun. Wir können Standards vermitteln. Das heißt, das, was in China passiert, ist das Gleiche, was in der Schweiz passiert. Es ist im Mittleren Osten das Gleiche und es ist das Gleiche in den USA. Und Trainer-Plattform habe ich schon mehr als einmal erwähnt, aber auch die Stärkung des Arbeitgeber-Images. Wir posten solche Dinge auf LinkedIn. Es kommen auch Anfragen von externen, hey, wie macht ihr das? Und was würdet uns das empfehlen? Also irgendwas haben wir richtig gemacht mit den Bootcamps, weil wir merken, es hat einen deutlichen Einfluss auf die Leistung und die Qualität. Und weil ich gerade schon mehrfach von Reputation und Berufsstolz gesprochen habe, wird das Ganze natürlich auch zertifiziert. Also das ist eine richtige Celebration am Ende. Leute posten ihre Zertifikate im Netz, in LinkedIn vor allem, wird immer wieder genannt. Und das sind wirklich Kollegen, die zumindest virtuell ein Arbeitsleben lang zusammenbleiben. Ein ganz wichtiger Grundstein bei uns ist trotz allem Erfolg von Bootcamps und klassischen Präsenzveranstaltungen das digitale Lernen. Und wir hatten natürlich auch die klassischen Vorurteile zu bekämpfen. Das heißt, gerade in der Schwerindustrie, wo man teilweise sehr, sehr kritisch auch mit E-Learnings umgegangen ist, es wird als praxisfern bezeichnet. Was mache ich, wenn ich eine Frage habe? Wir mussten natürlich dann unsere E-Learnings, wie Ozan nachher auch zeigen wird, entsprechend aufbauen und so konzeptionieren, dass das zum Beispiel die Möglichkeit, Fragen zu stellen, durch FAQs ersetzt wird und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall sind wir der Meinung, es kann ohne die E-Learnings gar nicht mehr bei uns funktionieren, allein schon wegen des großen Volumens. Und darum hatten wir einen entsprechenden Challenge, als wir dann beschlossen haben, relativ spät, nämlich erst im Oktober letzten Jahres live zu gehen mit unserer LMS-Plattform, dass wir auch ein paar Dinge in der Planung berücksichtigen. Wir sind mit einer Testgruppe von 500 unserer insgesamt 4000 Mitarbeiter gestartet, innerhalb unserer Division, handverlesen und mit Fokus auf unsere Servicetechniker. Und wir wussten auch, wenn wir dann letztendlich wie die berühmte Marilyn Monroe aus der Torte springen und sagen, tada, wir haben jetzt eine LMS-Plattform, dass zu dem Zeitpunkt auch schon ein gewisser Grad an Modulen vorhanden sein muss. Und jeder, der hier in der Runde mit digitalem Learning und mit LMS-Plattformen zu tun hat, wird mir recht geben. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Plattform, die zwar gut aussieht, auf der aber nichts drauf ist. Und was wir nicht wollten, war im Prinzip einfach nur tafelfertige Standardinhalte, wie mache ich eine tolle PowerPoint-Folie und so weiter einkaufen, sondern wir wollten unsere Trainings drauf haben. Und darum ging der Wettlauf mit dem Go Live, dass wir parallel mit dem IMC Express Tool unsere E-Learnings gebaut haben. Und auch einer der Gründe, warum wir uns für IMC Express entschieden haben, der Name ist Programm. Man kann sehr, sehr schnell arbeiten. Das ist sicherlich eine der ganz großen Stärken von IMC Express, den wir schätzen gelernt haben. Inhalte, die gut vorbereitet und konzeptioniert sind, können sehr wirkungsvoll dargestellt werden. Das wird der Ozan uns nachher nochmal erzählen in Sachen Grafik. Und so kam es dann zustande, dass wir zum Go Live die Trainings, die hier abgebildet sind, also insgesamt mit 15 Modulen live gegangen. Wie ich schon mal sagte, 2 nur ausschließlich zur Erklärung der Plattform. Einmal für Mitarbeiter, einmal für Manager, die ja zusätzliche Funktionen haben, wie Assignments, Monitoring, Reporting und so weiter. Und dann der klassische logische Aufbau. Ein Training nur, wie gehe ich digital mit dem Ganzen um, mit dem Handy. Und dann ging es klassisch los mit den einzelnen Plattformen, mit den wichtigsten Core-Teilen. Und das hat sich jetzt erweitert in der Zwischenzeit. Ozan, hilf mir. Ich glaube, wir sind bei knapp 25 Trainings, korrekt?
Genau, Korrekt. 25 Trainings seit Oktober, Tendenz natürlich steigend. Und da werden wir vom Osan jetzt sicherlich noch mehr erfahren, wie wir da vorgehen. Ich übergebe mal direkt an dich. Genau, ja, danke, Timo. Ich übernehme, kommen wir jetzt einfach mal zum Herzstück des Webinars, und zwar dem Thema E-Learnings. Grundsätzlich, E-Learnings sind ein modernes Medium. Warum sage ich das? Grundsätzlich hat man früher immer wieder Präsentationen oder Präsenztermine organisiert. Und mittlerweile, auch gerade bei unserer Größe, ist es einfach zu zeit- und kostenintensiv. Wir können das uns nicht jedes Mal erlauben, und da kommen E-Learnings super ins Spiel. Wir erreichen dadurch all unsere internationalen Mitarbeiter, egal wo, egal zu welcher Zeit, und können so eine effiziente und nachhaltige Wissensvermittlung garantieren. Grundsätzlich haben wir uns entschieden, mit IMC Express zu arbeiten. Warum haben wir das getan? IMC Express bietet eine sehr benutzerfreundliche und einfache Oberfläche, in dem wir sehr schnelle E-Learnings und Module bauen können, was auch unter anderem als Ziel von Ammann war, unter anderem auch schnelle Module zu erstellen und schnelle E-Learnings einsatzbereit zu machen für gewisse Servicetechniker, Sales-Leute etc. Pipapo. Und genau, dazu möchte ich einfach mal ganz kurz einen Antragszyklus für Schulungen zeigen, das bei uns ja momentan genutzt wird. Ich möchte nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, aber grundsätzlich läuft es bei uns so ab, dass gewisse Fachabteilungen eine Schulungsanfrage bei uns stellen, könnt ihr über Thema XY ein E-Learning erstellen. Wir checken das Ganze, wir gucken, wie kapazitätstechnisch das Ganze bei uns aussieht. In der Regel gibt es auch eine Zusage. Und genau, anschließend fangen wir an, die Inhalte zu erstellen. Nach Abschluss unsererseits gibt es dann nochmal einen Korrekturcheck der Fachabteilung, denn wir können, wenn wir dann unter anderem über verfahrenstechnische, engineering-technische, mechanische oder elektronische Themen sprechen, nicht zu 100%ig garantieren, ob der Inhalt, der da drin ist bei uns, auch zu 100%ig korrekt ist. Dafür sind die Fachabteilungen da, und am Ende des Tages gibt es dann ein finales Go, und diese Schulung wird dann veröffentlicht. Grundsätzlich arbeiten wir mit einer bestimmten Strukturliste. Wir fangen immer an mit einem Why, also ein Warum brauchen unsere Lernenden das jeweilige Modul. Das ist auch eine grundsätzliche Frage, die wir in unseren E-Learnings einbauen. Dazu komme ich auch nochmal gleich. Mit dieser Frage, warum, holen wir am Ende des Tages auch den Lernenden direkt ab. Ne? Also warum machst du gerade dieses Modul? Das und das wirst du lernen, das und das wirst du wissenstechnisch auch weiterbringen können. Genau, unsere E-Learnings sind meistens aufgebaut mit einer kleinen Agenda, mit einer Einleitung, einem Inhalt und einem Schluss. Der Inhalt basiert auf die Informationen, die wir dann am Ende des Tages von den Fachabteilungen bekommen. Und zu guter Letzt schließen wir unsere E-Learnings meistens mit einem FAQ und einer Zusammenfassung ab. Und die Kirsche auf der Torte, dann der Abschlusstest. Warum machen wir diesen Abschlusstest? Also wir möchten am Ende des Tages auch sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter diese Module auf vernünftige Art und Weise sich anschauen und am Ende des Tages auch einen Mehrwert daraus ziehen können. Deswegen der Abschlusstest. IMC Express bietet in dem Fall eine Option an. Wir können uns auswählen, soll der Mitarbeiter 80% mindestens der Fragen richtig beantworten, 70%, 90%. Das ist uns überlassen. Und so können wir am Ende des Tages auch sicherstellen, okay, der Mitarbeiter oder der Lernende hat in dem Fall auf jeden Fall was mitgenommen. Wir können diese ganzen Abschlüsse testen. Der Mitarbeiter kann ein Ranking abgeben, ein Sternesystem von 1 bis 5. Und das gibt uns auch ein bisschen das Feedback wieder, okay, wie kam es jetzt bei dem Lernenden am Ende des Tages an? Unsere E-Learnings gehen nicht länger als 25 Minuten. Das ist eigentlich selbsterklärend. Alles, was deutlich zu lange geht, da bleibt leider nichts mehr hängen oder man gerät in eine Flaute, und das möchten wir vermeiden. Deswegen belassen wir das bei maximal 25 Minuten. Da komme ich gleich dann zu den Learning Drops. Learning Drops sind einzelne abgeschlossene Themen, die dann am Ende des Tages das Große und Ganze abbilden. Ne, wenn ein Thema zu umfangreich sein sollte, wo wir sagen, okay, von vorne an sagen, okay, das Thema wird schon über 25 Minuten,
andauern. Wir lassen es lieber dabei bei Learning Drops und erstellen 3, 4 einzelne Module, die dann maximal 5 bis 10 Minuten gehen. Genau, kommen wir zu der konzeptionellen Grundlage. Grundsätzlich brauchen wir im Durchschnitt 1 bis 2 Wochen, um ein E-Learning erstellen. Da kommt es immer wieder darauf an, wie ist der Umfang, wie schnell kommt die Information zu uns. Wenn alles gut laufen sollte, dann kann man sagen, okay, so 1 bis 2 Wochen maximal. Ja, wir arbeiten nicht nur mit IMC Express, mit dem Tool, wir arbeiten auch mit x-beliebigen weiteren Tools, die uns unterstützen, E-Learnings zu erstellen, unter anderem KI-Tools und AI-Tools wie ChatGPT, der Klassiker, Gemini, Canva und PowerPoint. Canva ist nichts anderes als ein Bild- und Videoerstellungstool. Und gerade da wir mit vielen Befehlen arbeiten, die wir der KI geben, bezüglich der Visualisierung und Erstellung schöner grafischer Bilder, kombinieren wir das mit unseren eigenen Piktogrammen, Symbolen und Icons über PowerPoint und bringen dann das Große und Ganze in die E-Learnings rein. Beispiele gibt es auch gleich noch dazu. Genau, ganz kurz, Timo hat es auch schon bereits angesprochen, unser Tumi-Maskottchen, unser Maskottchen Timo ist ein Betumfleck. Er ist Teil des Teams und wird immer wieder in den E-Learnings eingesetzt, um einfach grafisch das Ganze belebbarer zu machen. Also der Lernende soll vielleicht den einen oder anderen Schmunzler im Gesicht haben. Wir legen da sehr hohen Wert drauf und das erreichen wir mit dem Tumi ganz gut. Timo ist ein Betumfleckchen. Betum ist kein geringer Begriff in der Asphaltwelt. Deswegen haben wir uns für ihn entschieden und der bringt das ein oder andere Lächelchen. Gut, dann, sobald unsere E-Learnings abgeschlossen oder unsere Module fertig abgeschlossen, erstellt sind, posten wir das Ganze auf unserer internen Kommunikationsplattform Viva Engage, um einfach so ein bisschen alle Mitarbeiter darauf aufmerksam zu machen, dass es jetzt ein neues E-Learning gibt und dass sie sich das dann gerne mal anschauen können oder gegebenenfalls auch müssen. Ja, jetzt habe ich viel erzählt, jetzt würde ich euch gerne mal ein bisschen was zeigen. Und zwar habe ich euch 2 Module mitgebracht. Das eine Modul nennt sich Professional Presence in Virtual Meetings und das andere AmLoop, komme ich gleich dazu. Wir fangen erstmal mit dem ersten Modul an. Wir haben uns überlegt, okay, wie können wir sicherstellen, dass die Meetings, die wir abhalten oder unsere Mitarbeiter abhalten, auch wirklich einwandfrei ablaufen. Dazu haben wir verschiedene Themengebiete genommen, heißt, wie präsentierst du dich vor der Kamera? Wie sollte deine Sitzposition sein? Was für einen Eindruck solltest du beim Endkunden erreichen? Wir fangen grundsätzlich immer an mit einer Einleitung und vielleicht auch einer Interaktion. Also der Lernende soll in dem Fall gleich als zweite, dritte Folie entscheiden, in welchem Meeting würdest du lieber hier sitzen. In dem linken oder in dem rechten. Ja? Und in dem Fall ist links die richtige Antwort. Wir ergänzen auch eine schöne Antwort und ergänzen auch zusätzlich, warum denn die linke Antwort die richtige Antwort ist. In dem Fall gehen wir auf bestimmte Punkte ein, lächelndes Gesicht, Sitzposition, ein Ammann-Hintergrund, weil wenn man im Homeoffice sitzt, eventuell sollte nicht der Hintergrund gesehen werden, der dann zu sehen sein sollte. Ein Ammann-Logo, ein Ammann-T-Shirt, vernünftiges äußerliches Erscheinungsbild und machen halt somit den Lernenden auch aufmerksam, okay, warum ist denn das linke oder die linke Abbildung gerade richtig? Zusätzlich zeigen wir auch, was nicht sein sollte, wo die Fehler sind, wenn nicht darauf geachtet wird. Das heißt, hängende Sitzposition, kein vernünftiges Hintergrundbild, keine freundliche Mimik oder Gestik. Das kommt am Ende des Tages beim Endkunden auch leider nicht so gut an. Und das kann man sagen, das ist unser Inhalt des E-Learnings. Genau. Wir machen weiter mit dem Inhalt. Wir möchten auch darauf aufmerksam machen, okay, welche Optionen, welche Möglichkeiten gibt es denn bei einer vernünftigen bei einer professionellen Klarheit quasi, beim Erstellen, beim Vorstellen des eigenen Bildschirmes oder auch sich selber. Da arbeiten wir unter anderem jetzt auch viel mit KI-Bildern, wie hier unten rechts zu sehen ist. Das ist ein Befehl, den wir ChatGPT gegeben haben, dass er dann nochmal ein schönes Bild uns erstellt und ergänzen es dann mit unseren eigenen erstellten Screenshots, Snipping-Tools und machen dann somit ein
das große Ganze. Genau, kommen wir zum zweiten Thema, was ich euch mitgebracht habe, und zwar dem Amloop. Amloop ist nichts anderes als ein automatisches Schmiersystem, was von Ammann auch patentiert wurde. Und ihr seht die gewaltigen Bilder, die uns die künstliche Intelligenz auch so erstellt hat. Wir ergänzen dann unser Produkt mit dazu und haben dann ein wirklich grafisch Bombenerlebnis. Genau, steigen dann mit einer Agenda, die wir auch kreativ sehr gut aufbauen, mit Bildern, wie der Servicetechniker in dem Fall ein Amloop-Gerät in der Hand hält und erklären so die Struktur und die Einleitung bzw. die Agenda des E-Learnings. Ja, wir erzählen ja sehr viel von dem Why, von dem Warum. Das ist meistens immer ein Teil nach der Agenda. Der Lernende soll direkt sehen, okay, welche Problematik haben wir denn bisher immer gehabt? Dazu können wir anhand von Hotspots genau zeigen, okay, welche Problematik gab es denn, bevor es Amloop überhaupt gab? Und wie hilft uns dieses Amloop-Gerät in der Zukunft weiter? Genau. Gefolgt von einem Inhalt, kurze Erklärung, wie funktioniert dieses Gerät, wie ist so ein Gerät aufgebaut, was sind die Vorteile. Falls es Nachteile geben sollte, machen wir natürlich auch auf die Nachteile aufmerksam. Und dann kommt auch schon der Schlussteil, ne, wenn der Inhalt ausführlich erklärt wurde. Meistens geht das dann weiter mit häufig gestellten Fragen und einem Abschlusstest. Unser Abschlusstest ist meistens so aufgebaut, dass wir Fragen mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten zur Verfügung stellen oder auch Wahr- oder Falsch-Fragen. Ne? Der Lernende soll ja eine kleine Abwechslung auch bekommen und gerade in den Abschlusstests bekommt er das auch. Genau, die Hexagon-Hintergrundbilder, das ist unser Markenzeichen. Das habt ihr sicherlich das ein oder andere Mal gesehen. Die haben wir in verschiedenen Farbpaletten und auch hier bei der Grafik mit den verschiedenen Hexagons, mit den verschiedenen Symbolen. Wir haben eine gute Vorarbeit geleistet mit verschiedenen Symbolen, Piktogrammen, Icons etc., die wir dann auch, sobald wir die KI erstellten generierten Fotos haben, mit den Icons und Symbolen noch zusätzlich ergänzen, um dann auch wirklich ein grafisch super abgebildetes Foto im Modul zu haben. Eine ganz kurze Ergänzung hier vielleicht zu die Legitimation von Hexagon-Icons hat sicherlich auch damit zu tun, dass ein Bild manchmal mehr sagt als 1000 Worte. Und wir sind, wie gesagt, in 9 Sprachen übersetzt. Und wenn dann ein Icon absolut international ist und nonverbal, dann hat es eine andere Wirkung, als wenn ich da eine ellenlange Übersetzung reinschreibe. Also wir versuchen da immer weiter auch von visueller Seite auf Bilder zu setzen und die Texte weitestgehend zu kürzen. Genau. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich und würde die Frage in den Raum werfen, ob es weitere Fragen gibt. Ich glaube, wir haben was im Chat, Matthias? Genau, also wir haben schon die ersten 2 Fragen über die F&A-Funktion. Sehr, sehr gerne könnt ihr jetzt über den Chat, über die F&A-Funktion uns auch gerne weitere Fragen schicken. Und zwar war, als ihr das Bootcamp vorgestellt habt, hat ein Teilnehmer bzw. ein anonymer Zuschauer gefragt, wie ihr denn bei den Bootcamps mit dem Thema Sprache umgeht, was ihr jetzt ja auch gerade zum Ende nochmal erwähnt, dass es bei euch mehrere Sprachen gibt. Sie haben die Herausforderung, gerade wenn man jetzt versucht, Englisch so als eine Base-Sprache zu haben, dass es da natürlich sehr, sehr unterschiedliche Levels dann auch gibt, wie gut jemand dann auch mit Englisch ist. Und gerade so in einem direkten Austausch, ein bisschen meine Interpretation, kann es natürlich dann auch eine Hürde darstellen, dass man vielleicht gar nicht sein gesamtes Wissen vielleicht dann auch so kommunizieren und weitergeben kann. Deswegen so ein bisschen, wie geht ihr mit dieser Herausforderung um? Ist eine sehr gute Frage. Ist natürlich bei uns exakt die gleiche Situation, sowohl trainerseitig wie auch teilnehmerseitig. Wir müssen uns auf eine Sprache einigen bei den Bootcamps und das ist logischerweise ist das Englisch. Wir versuchen bei der Selektion auch schon darauf hinzuweisen, dass ein gewisses Level nötig ist. Das klappt aber nicht immer. Wir haben natürlich Landesoperationen, die sind so klein, die haben vielleicht 3 Techniker. Und in Landessprache wird Englisch so gut wie nie gebraucht, was ja auch der Grund ist, warum wir es letztendlich auch mehrsprachig ausrollen. Und es gibt da mehrere Optionen. Also oftmals sind dann Kollegen dabei, dass simultan übersetzt wird.
Und vom Verzögerungspotenzial ist das eigentlich noch moderat. Also die Trainer achten darauf und man glaubt gar nicht, gerade so bei praktischer Veranschaulichung am Objekt, wie sehr das Objekt für sich spricht. Ja, das heißt, der Handgriff selber, den ich beobachte, ich habe gerade schon von Bebilderung gesprochen, von One-Pagern und so weiter. Aber das gibt es. Wir können natürlich nicht hundertprozentig sicherstellen, dass tatsächlich 100% verstanden werden. Aber je nach Kultur muss man dann auch manchmal nachgreifen. Also wenn ich mich beispielsweise im Umgang mit einer asiatischen Gruppe einfach hinstellen würde und fragen, na Jungs, habt ihr das alles verstanden? Da wird keiner aufstehen und sagen, nein, ich bin der Einzige, der es nicht kapiert hat. Das heißt, ich frage nicht einmal nach, sondern ich wiederhole. Ich bitte jemanden, dass er vielleicht etwas wiederholen kann. Wie würdest du das machen? Und so umgeht man dann auch so ein bisschen den Gesichtsverlust, dass sich jemand nach dem zweiten Mal nicht mehr traut zu fragen. Aber ansonsten, die Herausforderung gibt es. Wir arbeiten tatsächlich teilweise auch live mit Simultanübersetzungen, also elektronischen. Und die Teilnehmer sind da auch teilweise sehr clever und smart unterwegs. Also sie wissen, mit welchen Schwierigkeiten sie dann in dieses Modul kommen und sind vorbereitet, dass sie dann Google-Tools nutzen, dass sie andere KI-Übersetzer nehmen. Und das klappt mittlerweile sehr gut. Also da steht man natürlich schon ganz, ganz anders da als vor 10 Jahren, wo man dann wirklich teilweise eine Zeitung machen musste. Aber gleiche Herausforderungen gibt es natürlich auch für Trainer. Das sind dann Fachexperten, nicht automatisch didaktisch geschulte Leute, sondern wir haben beides. Und die kommen dann teilweise auch an ihre Grenzen. Und deswegen sind immer mehr als ein Trainer da, dass man sich auch den Ball zuspielt und wirklich merkt, dass das Wissen im Flow bleibt. Und um es alle mal auf einen Punkt zu bringen, sobald wir das Gefühl haben, da ist gehende Leere im Raum und es hat nicht wirklich jemand verstanden, obwohl die Köpfe alle nicken, dann bohren wir so lange nach, bis es klappt. Wenn es vor allem wichtige Themen sind. Und nochmal ganz kurz auch zu dem Übersetzungsthema in den E-Learnings. Das war bei uns ja auch eine politische Entscheidung. Wir haben ja auch überlegt, vom Aufwand her, KI-Übersetzung hin oder her. Es gibt ja trotzdem manchmal Wissenslücken. Je spezifischer ein Thema wird, ist ja eine KI-Übersetzung nicht immer brillant. Da wird dann aus einer Asphalt eine Anlage wird dann mal eine Pflanze. Und das kann ich dann vielleicht in 4, 5 Sprachen, die ich dann vielleicht spreche, kann ich das noch kontrollieren. Aber je exotischer für mich als Mitteleuropäer dann eine Sprache ist, sehe ich das dann nicht mehr. Das heißt, wir brauchen Proofreader. Die Module Proofreaden ist ein sehr, sehr großer Aufwand. Aber für uns war es generell so eine Ermessensfrage von den Prioritäten. Was ist für uns besser? Wenn ich jetzt zum Beispiel China nochmal als Beispiel nehme. Für den chinesischen Mitarbeiter, der kein Englisch spricht, ist ein Modul besser in Englisch, wo er dann nichts versteht, oder im schlimmsten Fall in mittelmäßig übersetzten Simplified Chinese. Und von daher haben wir uns dann für Letzteres entschieden. Und das sind auch eigentlich die Feedbacks, was die Teilnehmer bestätigen. Und manche Übersetzungsfehler, die klicken sie dann mit einem Schmunzeln weg oder schicken uns, hey Leute, das könnt ihr so nicht ausdrucken. So ist es dann richtig. Und das sind dann sehr, sehr wichtige Inputs für uns auch. Ich hoffe, dass das Thema Sprache einigermaßen beantwortet hat. Denke ich auf jeden Fall. Wenn nicht, dann kann der oder die Zuschauerin gerne dann nochmal eine Nachfrage stellen. Dann noch eine Frage, die ich auch sehr spannend finde von Barbara, auch über die F&A-Funktion. Und zwar fragt sie, wie ihr denn den Erfolg messt, einmal von E-Learnings und einmal von den Bootcamps. Das finde ich nochmal sehr, sehr spannend. Habt ihr da KPIs? Sind das vielleicht auch unterschiedliche Sachen, ob ihr da vielleicht einen kleinen Einblick geben könnt? Jetzt muss ich wirklich schmunzeln, weil ich genau die Frage am Donnerstag vor der Geschäftsleitung beantworten musste. Und das ist, glaube ich, so die Frage, die zum einen jeder Trainer fürchtet und eine Frage, die dann oftmals auch ein bisschen zu leicht gestellt wird, weil ich denke, die meisten hier in der Runde werden wir beantworten können. Das ist schwierig und das lässt sich nicht immer mit einem Faktor beeinflussen. Verhaltensänderungen quantitativ darzustellen, ist schwierig. Also ich denke, das ist dann einfacher bei Compliance-Themen zum Beispiel. Wir haben weniger Leute, die auf den Phishing-Knopf drücken, weil vorher ein E-Learning von der IT rausgeschickt wurde. Das kann man sicherlich schon messen. Ansonsten muss man es wahrscheinlich in einem Gesamtkontext sehen. Wir können qualitative Feedbacks, die können wir natürlich auch einholen. Aber ob dann auf einmal, wenn im nächsten Jahr es gibt weniger Kundenbeschwerden oder die Anlagen werden schneller aufgebaut, ob das dann automatisch nur auf das Training zurückzuführen ist, das muss man natürlich mal im Kontext sehen. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Und da kann ich auch nur so eine schwammige Antwort geben, weil dafür ist das Ganze zu facettenreich. Und so eine Antwort schmettere ich dann meistens auch immer ab, wenn so eine Frage, wenn sie direkt gestellt wird, wenn da jemand einen Faktor in Prozent haben will. Das ist einfach schlichtweg meiner Meinung nach nicht möglich. Wenn ja, wäre ich selber froh über die Antwort.
Dann Das hat über den Chat noch eine Frage von Shanice. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und zwar fragt sie, in welcher Form ihr denn Lerninhalte erhaltet. Ihr habt ja so ein bisschen vom Prozess auch beschrieben. Und gibt es da auch manchmal Probleme von der Lieferung von Inhalten, weil vielleicht ein Fachexperte, weil vielleicht die Fachabteilung irgendwie überlastet war, sie nicht liefern konnte? Hält das dann den Prozess auf? Wie geht ihr dann mit sowas in eurer Pipeline um? Wie ich am Anfang schon mal sagte, wir haben eigentlich sehr viel Material. Traditionell wurde das meiste verabreicht in Präsentationen. Das heißt, wenn wir etwas bekommen, sind das meistens Slide-Decks. Es gibt aber auch unheimlich viel tabellarisches Material in Deutsch sowie auch in Englisch, Verfahrenstechnikdokumente als PDF. Und vieles von dem Material, weil wir sind ja von der Halbwertszeit in der glücklichen Lage, dass wir nicht so einen Pulsschlag haben, wie jetzt zum Beispiel eine Modeindustrie, wo ich im Frühling schon die Winterkollektion bearbeiten muss und so weiter. Das heißt, wenn ich über eine Anlage etwas Technisches kreiere, dann hat das auch eine gewisse Jahresanzahl an Gültigkeit. Und da kann es natürlich auch sein, dass es Modernisierungen gibt. Es ist ein laufendes Polieren, es ist ein laufendes Verbessern. Nichts ist da wirklich für die Ewigkeit gemacht. Und man kann auch schon mal widersprüchliche Aussagen bekommen, je nachdem, welchen Experten man fragt. Zumal es dann auch teilweise national unterschiedliche Konzepte geben kann, dass bei einer Anlage oder bei einer technischen Ausführung in Land A etwas anders gehandhabt wird als in Land B. Das kann man nur durch die offene Diskussion erreichen. Das heißt, wir müssen uns ein Stück weit darauf verlassen, was die Fachexperten schreiben, weil wie Osan schon gesagt hat, wir sind nicht so tief drin, dass wir das vom eigenen Wissensstandard als 100% richtig garantieren können. Und darum lassen wir es auch von Leuten, die es dann können sollten, Probe lesen, bevor wir dann E-Learning auf die Menschheit loslassen. Und selbst dann kann es Feedbacks geben. Und da rede ich dann nicht von Typos, sondern auch von inhaltlichen Fehlern, dass dann mal was auftaucht. Aber das größte Potenzial von Fehlern taucht dann eher bei der KI-Übersetzung auf, dass es dann in Sprache XY nicht mehr so sinnvoll klingt oder auch manchmal schwer verständlich und da muss man dann manuell nacharbeiten. Dann vielleicht im Kontext von Bianca dann auch mal eine zusätzliche Frage, die auch so ein bisschen so diese Zusammenarbeit mit Subject Matter Experts oder mit Fachabteilungen. Dann auch hier nochmal diese Frage zum Start. Welche Herausforderungen gab es da? Waren die Akzeptanz nicht da bei den Subject Matter Experts? War dann vielleicht die Aufteilung? War die Zeit nicht da? Also hat das von euch von Anfang an gut geklappt, dann die Zusammenarbeit mit Fachabteilungen, mit SMEs? Oder gab es da auch erstmal Stolpersteine, die ihr so ein bisschen aus dem Weg räumen musstet? Und wenn ja, wie habt ihr denn diese Herausforderung gelöst? Ich denke mal, man kann es vielleicht zusammenfassend beantworten. Je besser der gemeinsame Dialog war und umso besser lief es dann letztendlich auch mit der Erstellung von Materialien. Wenn ein Subject Matter Expert, wie er hier bezeichnet wird, zusätzlich aufgefordert wird, Trainingsinhalte zu liefern, ist das erst einmal neu. Das heißt, es ist ein zusätzlicher Aufwand und es gibt nicht immer automatisch ein Hurra. Aber vom Gesamtkontext ist es ja eine Investition. Das heißt, ein Training nimmt ja auch solchen Leuten Arbeit, indem sie direkt kontaktiert werden für Fragen, weil wir es ja flächenmäßig ausrollen können. Ich denke, wenn es uns gelungen ist, das so zu platzieren, wenn wir Inhalt abholen und von vornherein gesagt haben, wofür ist es gut, warum ist dein Input wichtig, waren die Widerstände marginal. Also dann, ich denke, in fast jeder Firma ist es so, dass die Leute sehr viel auf dem Tisch haben und dann kommt auch noch Learning dazu. Ich denke, das ist eine natürliche Reaktion, aber die Hilfsbereitschaft ist generell wirklich sehr, sehr groß. In den wirklich allerseltensten Fällen gab es defensive Reaktionen. Da läuft die Zusammenarbeit sehr gut. Und es gibt inzwischen auch einzelne Fälle, wo ein Subject Matter Expert, das ist so eine der schönen Funktionen von IMC Express, direkt einen Designer-Account bekommt, packt sein Wissen rein und wir machen es dann letztendlich hübsch, dass wir uns nur noch um die Kosmetik kümmern und wir setzen dann schöne Bilder drunter, bereiten das Ganze didaktisch auf. Aber das Training steht dann von der Struktur zumindest zu 80%. Das ist eine der ganz großen Stärken von diesem Tool, muss ich sagen. So, mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, ich habe noch eine letzte Frage und dann kommen wir auch dann schon zum Ende. Und zwar fragt noch über die F&A-Funktion ein anonymer Zuschauer zu dem Thema digitale Kompetenzen. Wenn wir jetzt gerade mit E-Learning sprechen, Nutzung von Hardware, da braucht man vielleicht auch so gewisse digitale Kompetenzen. Habt ihr das in irgendeiner Form sichergestellt, dass das bei der Zielgruppe vorhanden ist? Oder habt ihr dann auch, wenn das vielleicht dann noch Defizite gab, dann die entsprechenden Teilnehmer dann enabled, beziehungsweise auch vielleicht da nochmal Trainings in irgendeiner Form angeboten, damit dann niemand, ich sag mal, zurückfällt? Ja. Wir haben versucht und darum auch der Aufbau in der Chronologie unserer E-Learnings, erstmal das Tutorial, wie mache ich das Ganze überhaupt, wirklich so anwenderfreundlich wie möglich darzustellen. Aber
es gibt auch häufig so die Situation, die ist so ein bisschen wie so ein Zahnarzt. Man fürchtet sich davor, weil es neu ist und dann merkt man, oh, das Bohren war gar nicht so schlimm. Das heißt, wenn ich mich das erste Mal durchgeklickt habe, ist das gar nicht so schwierig. Und es wird auch oft unterschätzt. Also ich würde sagen, die digitale Kompetenz bei uns flächendeckend ist überraschend gut. Ja, also da würde ich jetzt wirklich nicht sagen, dass wir da Drittwelt- oder Entwicklungsland sind. Und trotzdem kann man präventiv über die Vorgesetzten sehr stark einwirken. Darum haben wir auch sehr, sehr viele Managerfunktionen. Es gibt auch wirklich Manager, die nehmen ihre Teams zusammen und erklären das dann mal. Andere machen das nebenbei, während sie auf dem Weg zum Kunden sind. Also je nach Talent. Ja, und natürlich gibt es auch so ein paar, da muss man dann ein paar Mal nachstupsen. Darum gibt es auch Deadlines, bis wann ganze Trainings gemacht werden sollen. Dann fragen wir schon mal, warum klappt es denn nicht? Und ja, die Anzahl der Verweigerer, würde ich sagen, die ist marginal. Das ist fast vernachlässigenswert. Ohne E-Learnings kann ich mir vorstellen, würde die Zukunft wirklich schwierig werden. Ansonsten haben wir uns auch schon überlegt, ob wir Tutorials vielleicht mal aufsprechen, zusätzlich noch auf Videos. War bis jetzt noch nicht nötig, aber es gibt da sicherlich noch zusätzliche Optionen, die man hätte. Also wie Kick-Off-Veranstaltungen, die haben wir sicherlich gemacht mit Erklärungen, dann auch alles in mehreren Sprachen. Aber bis jetzt habe ich das Gefühl, hat das Ganze einen ziemlichen Schwung. So, um eine Zahl mal in den Raum zu werfen, wir haben seit der Eröffnung im Oktober bei 500 zugeschalteten Usern eine Abschlussquote von immerhin 2200 Completions. Und das ist nicht so schlecht. Und das waren längst nicht alles Mandatory Trainings, wo es dann wirklich eine obligatorische Teilnahme erforderlich war. Also manche klicken sich wirklich durch, surfen, finden das cool und fragen auch, habt ihr dies, habt ihr das, könnt ihr mal was Neues machen, kommen mit Vorschlägen. Und das macht Spaß. Super. Vielen, vielen Dank dann für die Beantwortung der Fragen. Vielen, vielen Dank auch an euch dann für die Einblicke, für die vielen, vielen Informationen, die ihr da auch aus dem Prozess geteilt habt. Mhm. Wir sind am Ende, wie ich gerade gesagt habe, von der Stunde schon wieder angekommen. Die Zeit ging schnell rum, hat mich sehr, sehr gefreut. Ich habe es am Anfang erwähnt, nochmal kurz zum Abschluss für Teilnehmer, die vielleicht ein paar Minuten später zugekommen sind. Wir haben das heutige Webinar aufgezeichnet. Es wird dann in Kürze eine Follow-up-E-Mail geben, wo ihr nochmal die Aufzeichnung und vielleicht noch das eine oder andere Zusatzgoodie dann zur Verfügung gestellt bekommt. Und wenn man jetzt vielleicht dann im Nachgang sagt, hey, ich würde vielleicht nochmal gerne mit euch irgendwie in Verbindung treten, ich hätte vielleicht jetzt im Nachgang dann gemerkt, ich hätte noch eine Frage gehabt, ist das etwas, wo man dann gerne mit euch Kontakt aufnehmen kann, sich vernetzen kann? Und wenn ja, vielleicht so ein bisschen über welche Kanäle könnte man euch denn erreichen? Also, letzteres auf jeden Fall mit Ja. Oder ich nehme an, ich spreche da für uns beide. Jo. Und wir sind über LinkedIn zu finden, das ist das Einfachste. Mhm. Und das ist eigentlich so der Kanal, bei dem man uns gut erreichen kann. Und daraus kann sich ja dann weiterer Austausch ergeben mit E-Mail-Adresse und so weiter. Mhm. Perfekt. Gut, damit sind wir am Ende angekommen. Nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr viel Spaß gemacht, herzlichen Dank. Freut mich und war, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Dann wünsche ich euch noch allen einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Webinar wieder. Macht's gut, ciao. Merci. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Ade.